Kaufe 2 und bekomme ein extra dazu. Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute zeigt dir meine Kollegin Iris, wie du im Cloud ERP Haufe X360 so einrichten kannst, dass deine Kunden einen extra Artikel bekommen. Hallo Iris. Hi Inga. Ja, du hast uns heute ein Oster-Special vorbereitet, richtig? Ja, ganz genau. Ich habe mal einen Rabatt eingerichtet, der heißt Nimm 2, bekomme ein Goodie. Also ein Bonus. Ja, klingt gut. Klassischer Naturalrabatt. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal ins System einsteigen. Wie gestalten wir das Ganze denn hier? Also wo starten wir? Das ist ganz flott gemacht. Wunderbare Angelegenheit. Ich gehe hier in das Programm Rabattcodes und richte hier meinen Rabatt ein. Erstmal hier Rabattcode, ich habe es jetzt genannt 2Z3, also das heißt 2 Artikel kaufen zu 3 bekommen. Nimm 2, bekomme ein Goodie, meine Beschreibung. Es ist ein Gruppenrabatt und er ist anwendbar auf Artikel. Ich muss ja schon genau definieren, wo es was dazu gibt. Ja. So, sehr viel mehr ist hier eigentlich auch gar nicht zu tun. Dann gehe ich hier in das Programm Rabatte und hier sind ein paar Sachen ganz interessant. Das erste ist, ich habe die Rabattart Naturalrabatt. Das heißt, es gibt jetzt nicht Prozente oder einen festen Betrag Rabatt, sondern es soll eben einen Artikel geben. Abhängig von der Menge. Das heißt, nicht für ein gekauftes Stück gibt es einen Rabatt, also gibt es was dazu, sondern für 2 gekaufte Stücke. Das habe ich hier unten definiert, Staffelmenge 2. Dann wird der Rabatt überhaupt mal erst aktiv. Dann, worauf gibt es den Rabatt eigentlich? Genau. Wenn du 2 Osterhase mit Kiepe und Möhre kaufst, dann bekommst du als Naturalrabatt diesen Artikel hier mit der Nummer 10651 dazu. Darfst gleich mal sehen, was das ist. Ja, ich bin gespannt. Ja, vielleicht noch eine kleine Information. Ich habe das Ganze hier auch noch zu einer Werbeaktion gemacht. Das heißt, das gilt für alle Aufträge, die eingehen im Zeitraum März 2024. Das ist jetzt nur mal für dieses Beispiel. Ja, gut, alles klar. Ich lege mal einen Auftrag an. Ich habe hier mal vorbereitet, Testkundin Inga. Ich darf einkaufen. Ja, und jetzt kriegst du hier den Artikel. Osterhase mit Kiepe und Möhre. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich verkaufe dir jetzt erstmal ein Stück. Du siehst, da passiert eigentlich gar nicht wesentlich etwas. Jetzt erhöhe ich die Menge auf 2. Und jetzt wird automatisch der zweite Artikel eingeblendet, nämlich die Tischdeko Osterhase im Ei aus gewachsenem Olivenholz und Menge 1. Und du siehst, der hat zwar einen Preis pro Preiseinheit normalerweise von 7,90 €, aber fließt mit dem Gesamtpreis von 0 € hier ein in diese ganze Thematik, weil hier vorne automatisch das Häkchen Naturalrabatt gesetzt ist. Ich hatte ihn ja auch als Naturalrabatt angelegt. Ja, und so hast du dann eine Auftragsmenge von 3, aber dein Wert ist natürlich dann nur der von den 2 Osterhasen mit Kiepe und Möhre. Okay, wunderbar. Wie sieht das Ganze später im Auftrag aus? Ja, ich speichere mal. Gucken wir uns das Ganze mal im Auftrag an. Das ist jetzt mal hier so ein Beispiel, wie so eine Auftragsbestätigung aussehen kann. Die kann man natürlich noch eine ganze Ecke schicker gestalten. Da haben wir gute Möglichkeiten. Aber hier siehst du im Prinzip die 2 gekauften Artikel mit ihrem Preis. Und dann steht hier einmal das Stück mit Olivenholz, der Olivenholz-Tischdeko Osterhase, der fließt mit 0 € ein. Wenn ich das auch noch hier richtig kenntlich machen möchte mit Naturalrabatt und so, dann kann ich das natürlich auch noch andrucken. Die Daten sind im System ja vorhanden. Ja. Das ist so ein bisschen, wie man dann auch möchte, dass die Auftragsbestätigung aussieht. Okay, wunderbar. Ganz vielen lieben Dank, Iris. Falls du noch Fragen haben solltest, komm gerne auf uns zu. Und wenn du unsere Videos magst, dann hinterlasse gerne einen Like oder abonniere unseren Kanal, damit du immer mitbekommst, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Bis bald!